Heute ist unser letzter Tag auf Sardinien. Wir schlagen den Weg nach Norden ein, dorthin, wo am Abend unsere Fähre ablegt. Bis dahin nehmen wir noch so viel wie möglich mit vom TED Nummer 12. Auch wenn der Plan klar scheint, nimmt dieser Tag wieder eine ganz andere Wendung als gedacht. Ohne allzu viel zu spoilern, am Ende wird es nochmal richtig spannend. Vielleicht war das sogar die größte Herausforderung unserer gesamten Reise. Und hier haben wir gleich mal wieder die Einfahrt auf die Schotterstraße verpasst. Macht aber nichts, hat sogar ein bisschen Spaß gemacht. Wir fahren in hoch zu. Ja. Okay. Das heißt, da kommen wir wieder ins Land der Schafbeißer. Beißer. Das Land der Beißer. Wer weiß, ein Hundebeißer. Feuer. Oh, oh. Solche Feuer haben wir in letzter Zeit ja wirklich schon öfters gesehen. Keine Ahnung, was die da immer verbrennen. Das hier wirkt irgendwie offiziell. Auf jeden Fall waren sie alle sehr freundlich. Hier auf dem Stück müsste irgendwann mal diese rote Brücke kommen. Ah. Die rote Brücke. Ja, ja, dazu später mehr. Ja, geht auch.
glatt. Junge. Oh, eine Kurve ist gerade der Reifen voll rumgekommen. Was für eine Mega-Strecke. Frisch präpariert und planiert. Der neue Belag hat mir fast ein bisschen leid getan, aber es hat einfach zu viel Laune gemacht. Hier haben die Jungs geschlafen. Aber das wird auch der eingezeichnete Zeltplatz sein. Rückblickend merke ich, dass wir an diesem Tag irgendwie anders fahren. Ich würde sagen, ein bisschen waghalsiger als sonst. Scheiß Linienwahl getroffen. Mal wieder auf den Auspuff. Stücke zurück und dann so links. Da soll ich drauf sitzen schon? Wahrscheinlich. Du schon? Hast du sie? Ja, ich hab sie. Weil stehe ich ja schon voll in die Richtung. Ja. Komm ein Stück zurück. Ja. Oder gleich hoch. So gleich, wo es geht. Geht doch, danke. Oh. Oh. Mann, was mache ich für einen Scheiß?
Leg Führung, ruhig bleiben. Und dann läuft der Laden. Geil. Eigentlich wollten wir das Schaf überholen, aber wir merken schnell, dass wir es damit eher treiben würden. Also halten wir lieber mal kurz an, um dem Tier keinen Stress zu machen. Bei solchen betonierten Wasserdurchfahrten ist besser Vorsicht angesagt. Auf dem Boden liegen oft Algen und da wird es dann teilweise echt spiegelglatt. Diese Erfahrung habe ich ja schon gemacht, genau. Brauche ich nicht nochmal. Nur ein paar Kilometer weiter verändert sich die Landschaft schon wieder komplett. Es geht steil bergauf und auch die Wege werden schon wieder deutlich anspruchsvoller. Ja, kurz abgestiegen. Mit einem Fuß schon auf dem Boden rumgetänzelt. Und hier kommen uns nach über 1000 Kilometern TED tatsächlich mal die ersten 2 Motorradfahrer entgegen. Naja, ganz stimmt es allerdings nicht. Wir hatten die beiden mit ihren Kumpels schon kurz nach der Fährabfahrt an der Tankstelle kennengelernt. Und witzigerweise kommen sie zu Hause aus der fast gleichen Ecke wie wir. Zufälle gibt's. Wir wollten nur Straße fahren, habe ich gedacht. Ja, wir sind eigentlich auch die meiste Zeit Straße gefahren, aber jetzt sind wir gerade irgendwie zufällig an dem Einstieg oben vorbei. Falsche Ausfahrt genommen. Leider. Und die anderen sind aber Straße runtergefahren, weil wir müssen auch zur Fähre, das war jetzt ein bisschen riskant. Wir fahren auch heute zur Fähre. Mit jedem Meter bergab lichtet sich der Nebel ein Stück und die Sicht wird besser. Die Strecke allerdings entwickelt sich irgendwie in die andere Richtung. Das heißt, die Brocken werden größer und die Rillen tiefer.
hier sind die ja nicht hochgeholt. Die müssen ja von der Straße kommen. Und schwupps sind wir schon wieder mal an einer Ausfahrt vorbeigefahren. Die Dinger sind aber auch manchmal wirklich gut versteckt. Oder wir sind zu arg durch unser Sena-Gelaber abgelenkt. Schon alleine der Anblick auf das Gebäude wirkt nicht gerade einladend. Spätestens aber bei der Hohen Mauer und dem Zaun wird klar, das ist kein Hotel, sondern ein Gefängnis. Gang wird ja drin sein. Also. 1, 2. Ich hab sie mal. Andere Seite vielleicht. Ja, der Ast. Gleich weiter. Ganz hoch möchte ich den auch nicht unbedingt fahren müssen. Ja. Jetzt kommt die Wasserdurchfahrt bestimmt gleich. Spürst? Ah! Alto, wir müssen die nehmen. Ja, erstmal angucken. Ha,
Okay. Wissen wir jetzt wenigstens, wo wir sind. Aber wenn sie hier steht, ja, ab hier können wir fahren. Easy. Die Dinger verschoben. Ja, hier muss man aber schon sich dann... Auch ein Frosch. Also wir haben es uns gerade angeguckt. Die Wasserdurchfahrt hier ist viel zu tief aufgrund der Regenfälle der letzten Zeit. Da saufen die Tenerés ab. So an sich ja nicht so das große Problem, wenn man jetzt das einfach auf der Straße mal hinmalen würde, diese Spur. Die ist ungefähr 1 Meter breit. Aber wissentlich, dass es halt links und rechts darunter geht, ist natürlich eine Kopfsache. Und da vorne, wo es rauf geht, hat es halt ein paar Steine. Das ist mit Sicherheit nicht so komfortabel. Jetzt ist die Überlegung, ob wir sie irgendwie zusammen hier vorsichtig hoch manövrieren. Und dann fahren wir los. Der Erdball hier drin, ein riesen Erdklumpen. Ja. Ja. Ja, weiter, noch ein Stück. Noch ein Stück. So, noch ein Stück. Heftig drauf. Jetzt muss ich da auch irgendwie hochkommen. Aber ich warte auf dich, bevor ich da jetzt in den Gebüsch liege. Hier, der Marco, schon startklar für seine Brückenüberfahrt. Ja. Yes! We did it! Oh, ich fahre hier mal ein Stück weiter, solange ich kann. Wir sind froh und auch erleichtert, dass alles so gut geklappt hat. Dass das nächste Abenteuer allerdings gleich schon wieder so schnell auf uns wartet, hätten wir nicht gedacht. Kommt wieder Wasser. Ach stimmt, da. Oberrot. Fuck. Ich muss schnell laufen. Ich hab sie oben. Und was? Ich hab sie. Was nicht alles geht, wenn man muss. Jetzt stehe ich halt voll im Wasser. Alles nass, egal. Okay. Nachdenken. Erstmal Zündung auslassen. Aber sie lag nicht so krass tief, auch durch dein Gepäck. War schon. Es riecht schon nach Spritz. Weiter.
Wasser im Topf. Schön langsam. Und hier kann das Wasser nämlich raus. Auf der Höhe mal kurz anhalten. Also, die letzten Meter unserer Reise fordern uns noch mal maximal heraus. Mich hat es leider geschmissen hier. Schnell abgelegt. Sehr viel Wasser hier reingelaufen. Man hört es auch noch. Also wenn ich hier unten im Ölschauglas sieht alles noch ölig aus und nicht weiß verschäumt. Also dann können wir meinen jetzt, glaube ich, mal hier so lange stehen lassen. Ja, dann kümmern wir uns um Felixens Baby. Wir können jetzt einmal gucken, wo wir vielleicht lang sind. Vielleicht Wasser rein. Sehr, sehr glatt. Gang, den Check. Puh, das hätte auch echt mal wieder ganz anders ausgehen können. 2 Stunden vor Abfahrt der Fähre, Moped im Fluss, Wasser im Motor, der mögliche Schaden und das Ganze drumherum gar nicht auszudenken. Da sind so ein paar nasse Stiefel und Klamotten wirklich das kleinste Problem. Also Krönchen richten, aufstehen und weiterfahren. Falsch. Hier nicht, was noch kommt. Und jetzt vor allem, hey, jetzt bin ich wieder falsch. Ja, hier wahrscheinlich. Oder? Doch, da mitten da. Würde ich sagen. Bin ein Stück zu weit schon. Ja. Man zwar auch falsch gefahren, aber also jetzt wieder richtig. Als wäre es für heute noch nicht genug gewesen. Die schmale Brücke, der Sturz im Wasser und jetzt führt uns der Track noch diesen Weg hoch. Die Spuren und Auswaschungen sind echt krass. Geschafft. Wieder fester, sicherer Boden unter uns. Und ausnahmsweise sind wir genau darüber gerade richtig froh.
cerca di imbarcazione con te. Non legale. Il rumore? Nach dem obligatorischen Espresso stellen wir die Routenführung auf direkten Weg nach Porto Torres. Trotzdem sind es noch knapp 80 Kilometer und gut 1,5 Stunden. Jetzt sollte besser nichts mehr schief laufen. Kurz vor dem Ziel bessert sich das Wetter sogar noch. Ein letztes Mal blinzelt die sardische Sonne zwischen den Wolken für uns hervor. 6 Tage Sardinien, rund 1200 Kilometer. Den größten Teil davon auf dem Trans-Euro Trail. Ganz geschafft haben wir es allerdings nicht. Mit über 430 Kilometern warten die Sektionen 16 und 15 noch auf uns. Ein ziemlich guter Grund, baldmöglichst wieder auf diese wunderschöne Insel zurückzukommen. Ende gut, alles gut. Wir haben es genau pünktlich zur Fähre geschafft. Eine wirklich unglaubliche Reise, intensiv, fordernd und zum Glück ohne Verletzung. Am Ende bleiben nasse Stiefel und Klamotten und ganz, ganz viele tolle Erinnerungen und Erlebnisse. Servus zusammen. Schön, dass ihr so lange dran geblieben seid. Dann hat euch unser Video hoffentlich gefallen. Das freut uns sehr. Jetzt zum Schluss möchte ich noch mit einer Herzenssache an euch herantreten. Marco und ich wollten eigentlich 2024 schon so eine Tour machen, wie ihr sie gerade angeschaut habt. Allerdings kam Anfang 2024 im Januar was ziemlich Doofes dazwischen. Bei meinem damals 6-jährigen Sohn wurde Leukämie festgestellt, also Blutkrebs. Eine Welt ist zusammengebrochen, das könnt ihr euch vorstellen. Es folgten intensive Chemotherapien über Monate lang und jetzt nach 2 Jahren, er hat vor 2 Wochen, Anfang Januar, seine letzte Chemotablette genommen, hat er die Therapie zum Glück gut überstanden, sie ist gut angeschlagen, ihm geht es wieder gut, es ist alles okay, er ist fit und munter und wir hoffen jetzt natürlich einfach, dass es dabei bleibt. Jedenfalls habe ich in dieser Zeit im Krankenhaus viel mit Ärzten, dem Pflegepersonal, aber auch mit den Schwestern mich unterhalten und habe erfahren, dass unglaublich viel Geld bei diesen Kinderkrebseinrichtungen fehlt. Man könnte meinen, dass die öffentliche Hand irgendwie an diese Station etwas mehr Geld heranträgt, ist aber leider nicht so. Es fehlt bei normalen Spielsachen, um die Zeit dort ein bisschen erträglicher zu machen.
bis hin zu Laborutensilien oder sogar therapeutisches Personal, was die Eltern und Kinder in dieser echt harten Zeit begleiten. Weil wir in dieser Zeit auch extrem davon profitiert haben, war es mir wirklich ein Herzenswunsch, irgendwie etwas zurückzugeben. Und aus diesem Grund habe ich Riders for Children ins Leben gerufen. Riders for Children ist letztendlich eine Spendenorganisation, mit der ich für kinderonkologische Einrichtungen Geld sammeln möchte und dieses Geld zu 100% diesen Einrichtungen zukommen lassen möchte. Wir fangen in Stuttgart an, da wurde auch mein Sohn behandelt, aber es soll ausgeweitet werden dann auch in andere Kliniken in Deutschland. Und ja, es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal auf meiner Homepage schaut oder vielleicht bei Instagram vorbeischaut. Der Marco wird bestimmt hier irgendwo die Homepage und so weiter einblenden. Und ja, im Optimalfall, im besten Fall den einen oder anderen Euro spenden würde. Wirklich jeder Euro zählt, ist vollkommen egal wie viel. Auch der Euro, den ihr zwischen euren Autositzen findet, ist viel wert. Und das Geld kommt wirklich an der richtigen Stelle an. Und ihr würdet mich und das Projekt wirklich ganz, ganz toll damit unterstützen. Oder erzählt es einfach weiter, ist natürlich auch immer toll. Jetzt wünsche ich euch aber eine tolle Saison, tolle Reisen, Touren, bleibt gesund und vielleicht sieht man sich ja an der einen oder anderen Veranstaltung mal persönlich. Würde mich sehr freuen. Macht's gut, alles Gute, euer Felix.